wir sind gespannt, wie das halten wird. Gerade sieht es aus wie eine große Fläche Marshmallow auf unserem Dach. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Erstmal vielen lieben Dank für all eure aufmunternden und verständnisvollen Kommentare. Wir haben neue Energie. Wir haben jedes einzelne Kommentar aufgesogen und waren so dankbar für unsere kleine Community, die wir hier bei YouTube haben. Wir haben eine Lösung für unser Dach gefunden. Mal gucken. Wir haben eine Idee, sagen wir mal. Mal gucken, wie vielversprechend die ist. Wir waren ja vor 2 Wochen auf einer Blaubeerfarm und die haben hier eine große Scheune, wo wir uns unterstellen können und hier einmal das Roof Rack abnehmen können und dann mal gucken, wo was wie falsch läuft oben auf unserem Dach. Und das Roof Rack wird dann auch direkt nochmal neu gepainted. Aber bevor ich zu viel erzähle, starten wir erstmal in den Morgen und ich backe einen Kuchen für unsere Helfercrew. Übrigens, ein Tipp, was ich gerade nachgelesen habe, vielleicht geht es ja manchen von euch auch so, die Omnia Silikonform, die nimmt ja mega die Geschmäcker von deftigem, süßem an und irgendwie auch von unserer Seife. Deswegen waren die letzten Kuchen immer irgendwie eklig. Und jetzt habe ich nachgelesen, man soll die Silikonform auskochen, 10 Minuten in heißem Wasser. Eigentlich ist es viel zu warm, um Kuchen zu backen. Aber ich glaube, wir brauchen heute auch als Arbeitsmotivation ein bisschen was Süßes. Achso, wir haben jetzt so um die 27 Grad und wir haben jetzt so 9 Uhr morgens. Und weil unsere Helfer noch nicht wach sind, hole ich schon mal Surfboard und Tasche vom Dach. Und ich glaube aber danach werden wir erstmal frühstücken, bevor es dann richtig losgeht. Platz haben wir hier oben nicht. Dann müssen wir es doch draußen machen. Erwischt. Wir müssen noch arbeiten heute, ne? Ja. Pinball for free kann man sich doch nicht entgehen lassen. And then that's the oil. Hi. Yeah? Yeah. Oh, cool. We're walking the dog, like just casual. See how heavy it is. It's good quality. Do you need a hand? Yeah. Jamie? He needs a hand. I have to hold the camera. Show him how you go. Hold on. There. No. Yeah. So, die erste Herausforderung war, die beiden Stücke auseinander zu bekommen. Wir dachten, das wäre irgendwie gut, wenn wir die einmal auseinandernehmen und den Rost entfernen und das repainten, aber so viel Rost ist da gar nicht und wir haben jetzt gerade dazu
wir haben uns dazu beschlossen, die Sachen also das trotzdem zusammenzulassen und das ganze Roof Rack mit der gesamten Leiter und der Stange abzunehmen. Da sind wir uns nicht sicher, ob dieser Pinökel sich so bewegen sollen könnte, darf. So put JV Weld around here to hold it on? Yep, it's a putty. You can get it at a Canadian Tire, but you gotta grind the metal down, right? Then you gotta work the putty. Instructions are on the case, and Sean says work it. And the putty will be as hard as metal. Bye-bye. Bye, Tozer! Solange Basti und Jamie oben das Dach sauber machen und neu abdichten und sich noch eine Lösung überlegen, wie wir die Pins oben fest befestigen, so befestigen, dass es auch nicht mehr abgeht, fange ich schon mal an, unten das Roof Rack sauber zu machen und zu entrosten und überhaupt. No pictures. I already do. Oh, that's okay. It's all a little safer. Oh, hold on. Yeah, so like here it's all red, it's all red. Okay, I don't. You do your job. Also, wir haben jetzt hier einmal die Farbe von dem Blech und von dem Metall abgemacht, damit wir hier drunter jetzt so eine Paste packen können, die dann die Lücken schließt und zu so einem Metall wird. Ich kann nicht sagen, wie das auf Deutsch heißt. Sieht fast aus wie eine Operation. A bit more there. Und jetzt 5 Minuten später, steinhart. Und auch der Pinökel hier bewegt sich gar nichts mehr. Da sollte nichts tropfen, sich nichts lösen. Gutes Zeug. Right here too. Ja. Okay. Okay, Inspector Furry. There are 1, 2 spots where we can take it. Yeah, we'll go around. And if you... Oh, your sister? Das ist eine Menge Dichtungsmittel. Wir sind gespannt, wie das halten wird. Gerade sieht es aus wie eine große Fläche Marshmallow auf unserem Dach. Ich habe mir hier beim Rostentfernen meine Haut aufgekrätscht. Aber wir kommen vorwärts, wir kommen voran. Nice job. There you go. Also was habt ihr gemacht? Wir haben jetzt alles versiegelt, wo Nähte und irgendwas ist, wo schon mal eine Dichtungsmasse war. Also haben das jetzt einmal mit, das heißt Leveling, also selbst Self-Leveling. Self-Leveling, ja, also Selbst
überlagernd. Genau, also sowas wie Sikaflex oder Dekasil, was sich dann, wenn man es reinpackt, nochmal so ein bisschen selber glättet und in die Rillen reinlegt und dann aushärtet. Aber soweit ganz gut. Jetzt müssen wir warten, bis die Farbe trocknet auf den kleinen Pinökeln und dann können wir das da auch machen. Vorne noch. Und dann machen wir jetzt weiter mit Roof Rack painten. Okay, zum Spraypainten haben wir uns jetzt nach draußen verkrümelt, damit wir die Scheune von Scott nicht ruinieren. Und er meinte, das Gras wird ja wieder geschnitten, wenn da Farbe oben drauf ist. Es wird nicht zum Futtern verwendet. Die Leute hier sind einfach die Besten. Wir können es nicht anders sagen. Ich habe mich nicht nur hier aufgekratzt mit diesem Entroster, sondern habe mir jetzt auch noch in den Daumen geschnitten. Irgendwie endet der Tag komisch, aber wir haben Pizza. Basti macht noch eine Schicht Farbe drauf. Morgen kommt noch mal eine Schicht Farbe drauf. Und wir lassen jetzt einfach den Abend ausklingen. Das Dach ist auch abgedichtet und kommt morgen der Rest drauf. So good so far. For the man, tap cheese and veg. Good? Mhm. Ham the best? Ham is the best. And from the best Is Jamie and Lisa the best? Yeah, they are the best also. ham is. You all are the best. Hi Sean und Tosa. Tosa hat seine Aufgabe von 2 Stunden entfernten Aurelia aus geleitet. Anhand von Videos und Bildern. Der muss leider noch seine OP auskurieren am Knie. Grüße gehen raus. Ein neuer heißer Tag. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass gestern der heißeste Tag überhaupt war. Ja, und heute ist es nicht weniger heiß. Deswegen bringe ich Getränke für die Crew. Danke an Tara, dass sie nochmal Getränke gebracht hat. Kalt, eiskalt. Also wir sind am Tag 2, um unser Dach wieder komplett heil zu machen, damit kein Wasser mehr reintropft und auch den ganzen Rost zu beseitigen vom Roof Rack, alles nochmal neu zu painten. Wir haben gestern die erste Schicht gemacht, heute machen wir Schicht 2 und 3 und wir haben festgestellt, dass in der Stange vom Roof Rack, die einzelne, die an der Seite runtergeht, mega viel Wasser drin ist. Also haben wir da nochmal Löcher ganz unten reingebohrt, damit das Wasser da ablaufen kann.
Keine Ahnung, es war kein rostiges Wasser, was rausgekommen ist, also sind wir noch guter Dinge, dass es da drin nicht allzu doll gerostet ist, aber das wird wahrscheinlich irgendwann auch passieren. Also mal sehen, wie lange dieses ganze Roof Rack Konstrukt hält. Aber für den Moment, glaube ich, kommen wir ganz gut voran. Ich mache jetzt weiter mit dem Roof Rack und Svenny ist drin schon auf dem Dach und macht das Dach sauber, damit wir da die restliche Dichtung drauf machen können. Und dann hoffen wir, dass wir heute alles fertig kriegen. My own beer everywhere. See, I could have brought right now. I had this one, yeah. Wir didn't have this one. Personal beer Try assistant. that again. PBA, personal beer assistant. Personal beer assistant, yes. Wir haben vor 10 Minuten das Roof Rack reingetragen, weil es ein bisschen dunkler wurde. Und siehe da, der Himmel ist über uns eingebrochen. Aber wir haben alles drin, alles trocken. Top. Falls wir es noch nicht gesagt haben, wir haben mittlerweile Tag 2 unserer Restaurierungsarbeiten, wollte ich gerade schon sagen. Unserer Ausbesserungsarbeiten. Wir haben jetzt 3 Schichten Farbe auf dem Roof Rack. Oben haben wir alles gesielt. Wir haben noch 1, 2 Ecken, wo wir noch nachgebessert haben. Unten die Löcher, wo das Roof Rack unten befestigt ist, haben wir jetzt auch nochmal abgeschmirgelt und kommt auch nochmal Farbe drauf und dann sollten wir good to go sein. Und wir sind froh, dass wir einen Platz haben, wo wir unter Dach stehen, weil genau deshalb, weil das Wetter gerade so unvorhersehbar ist. Es war vor 5 Minuten noch Sonnenschein. Sind wir froh, dass wir über Dach stehen können. Here it goes again. Guten Morgen, wir haben Tag 3 und heute ist hoffentlich der letzte Tag, auch wenn es uns hier sehr gut gefällt. Wir machen jetzt einmal nochmal Frühstück und dann kommt das Roof Rack schon oben rauf. Wir haben nochmal 1, 2 Schichten auf unser Roof Rack Farbe drauf gepackt, oben das Dach gut abgedichtet und jetzt bleibt zu hoffen, Das funktioniert ja, was wir da gezaubert haben. dass alles funktioniert, was wir da gezaubert haben. Was gibt's zum Frühstück? Beans! Sieht ein bisschen eklig aus. Das sind nicht die Original-Beans mit Tomate, sondern mit Maple. Auch gut. Ich bin nicht der größte Fan, aber was macht man nicht alles? The runner's coming for the eggs. So sieht es aus, wenn man Original Beans on Toast isst. So what do we have beans on toast? It's toast With butter and baked beans, scrambled eggs with onions and peppers, and lots of shredded grated cheese on top. So it's all, Where's the toast, Jamie? Show us the toast. well, the toast is on the bottom. So this is a professional. Yep. And this here, and there, And here. and here. 4 different ways. He's weird. But wonderful. Basti und Jamie sind jetzt oben auf dem Dach und haben die Halterung an den Pins befestigt und quasi ein Meer aus Dichtungsmasse drumherum gefüllt. So weit, so gut. Done. Helping and not
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Zeitpunkt der Wahrheit. Wir packen das Roof Rack wieder oben aufs Dach. Oh, it recorded! Das Roof Rack ist wieder oben und es passt. Jetzt müssen wir nur noch die Schrauben festdrehen. Alles wieder an Ort und Stelle und jetzt ist Cleanup Time. Scott's Meanwhile Farm ist nur ungefähr eine Stunde von Toronto entfernt und die Stunde sind wir jetzt gefahren, sind bei der Marina angekommen und werden zumindest mal so ein bisschen weiter mit Peppy laufen, denn die ist heute ein bisschen zu kurz gekommen oder auch die letzten 2-3 Tage, weil wir sehr viel am Van arbeiten mussten, wie ihr gesehen habt, und jetzt kriegt die kleine Maus wenigstens ein bisschen Auslauf hier am Hafen. Crazy aus. Mit so einem Cliff haben wir jetzt hier nicht gerechnet.
das war's für heute und für diese Woche. Wir hoffen, euch hat das Video gut gefallen und drückt uns die Daumen, dass unser Dach halbwegs dicht bleibt und wir nicht so schnell wieder Rost bekommen an unserem Roof Rack. Wir sind auf jeden Fall fix und alle für diese Woche. Wir sind richtig froh, dass wir das gemacht haben und nochmal danke an alle Helfer und an Scott und Lisa, dass wir bei euch in der Scheune stehen durften. Da sind wir sehr dankbar. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Packt ein Support-Herz unten in die Kommentare, darüber würden wir uns sehr freuen und das unterstützt unseren Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke, Ende. Yes,